Good morning from England, Manchester. Oder auch auf Deutsch, Mahlzeit Männers, 9:03 Uhr aus Manchester. Und warum ich hier natürlich mit Fußball im Hintergrund in der wohl räudigsten Hotellobby, das ist eine andere Geschichte, sitze, das erfahrt ihr im heutigen Video. Und warum ich im Tanktop, im Bio-Tanktop hier am frühen Morgen sitze, ist auch eine Story für sich. Klassisch von London, Alice, kurz rüberschwenken, by the way. Hallo. Von der Partie, zum Glück gibt's kein Geruchs-YouTube, dann würdet ihr nämlich jetzt alle abschalten, denn einer unserer beiden Koffer, natürlich der, wo die Subs und die Klamotten drin waren, der ist gestern nicht aufgetaucht. Dementsprechend bin ich schon in voller Montur für heute am Start. Und ja, heute steht ein geiler Tag mit Mans Physikkollege Ryan Terry, bevor. Den werden wir jetzt gleich treffen, und zwar bei einer ganz besonderen Klinik, das ist der zweite Teil, warum wir hier sind, wo ich Bock drauf habe, denn ihr wisst, Gesundheit ist das oberste Gut und dementsprechend muss das hier auf jeden Fall abgecheckt werden. Das ist eine sehr geile Klinik, die sich, ja, ich würde jetzt nicht sagen auf Bodybuilder, aber schon auch auf Athleten spezialisiert haben. Also da gibt es einen ganzen Check-up von heute Morgen, Blutbild über so Therapiemöglichkeiten wieder und am Abend dann Organcheck und so eine Geschichte, also wird cool, Herzcheck. Wir fahren jetzt da gleich rüber und dann checken wir mal Manchester ab. Heute auch wieder Trommelwirbel, der erste Tag, wo ich wieder trainieren kann, Gott sei Dank, oder was heißt trainieren kann. Wir haben gesagt, 3 Tage am Stück Rest würde mir mal gut tun. Das haben wir gepaart mit einer geilen Zeit mit dem Coach und seiner Family und Alice in London. War echt chillig. Wir haben ja auch mal so neben dem Bodybuilding ein bisschen Zeit verbracht, weil sonst auf den Wettkampfreisen ist ja mal recht stressig. Und jetzt haben wir uns einfach ein paar Tage Auszeit gegönnt. Wie ihr seht, die Fülle kommt, gut reingeladen und dementsprechend die Zeit echt die Erholung genutzt. Und jetzt heißt es aber wieder Angriff und Vollgas. Jetzt ist der Körper wieder regeneriert. Natürlich spielt das Wetter heute nicht mehr in die Tasche. Es kommt wieder alles zusammen. Wir hatten 3 wunderschöne Tage in London. Und was hat natürlich Alice mal wieder? Weißt du, der Koffer kommt nicht an, aber Hauptsache Syrup ist dabei. Das, dann haben wir wenigstens Wasser, das gut schmeckt, aber ja, ich hätte mich mehr gefreut, wären die ganzen anderen Subs noch mit angekommen, weil Proteins wird eine schwierige Nummer heute, aber habe ich die letzten Tage auch gut ausbalanciert. Ich habe es in Insta schon gesagt, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr so auf Städtetour seid oder einfach im Urlaub unterwegs, macht ein bisschen locker mit Ernährung, könnt euch auch gerne auch mal was gönnen. Aber ja, schaut, dass ihr die Proteine reinkriegt. Deswegen bei mir Isoclear 3-4 Shakes am Tag. Oder hier von Alice's More Clear, um es jetzt auch mal hier mit reinzubringen. Ja, es geht schon fit. Aber Isoclear Raspberry mein Favorit. Da kommt schon der Uber. Aber wenn ihr es abchecken wollt, könnt ihr auf ESN mit Code POLAKO sparen. Alice könnt ihr bei More mit Alice unterstützen. Angekommen in im englischen Vorort. Aber ist es hier? Hier soll es sein, dann gehen wir mal rein. Wenn gleich die Cops kommen, dann wisst ihr Bescheid. I saw you in the taxi going past it. You okay? We're good to see you. Been a long time since Boston. Yeah, Boston. I know, yeah. And you got bigger. Wow. Yeah. I'm trying to train with him all the time, so it's, Also waren wir doch im falschen Haus. Wir waren im falschen Haus, Freunde. Ganz klassisch mal wieder irgendwo rein spaziert. Men's bikini, lean train legs. How are you, mate? You well? Yeah. You find it okay? Freunde, wir sind angekommen hier. Erstmal kurz hingehockt und alles palabert, was hier abgeht und was generell so abgeht, also immer cool. Liegt schon alles bereit. Wir machen jetzt erstmal eine dicke Blutabnahme mit allen wichtigen, relevanten Markern im Blut, die untersucht werden müssen. Und dann machen wir danach so eine IV-Drip, Ozone-Therapie, aber das wird er euch dann alles erklären. That's a butterfly, right? Yeah. I'm so in this game.
die kamen hier gerade nicht drauf klar, dass ich denen erzählt habe, dass ich das daheim selber mache. Also nicht Blut abnehmen, aber mir selbst Infusionen legen, weil ich das für sehr sinnvoll empfinde. Aber ja, jetzt haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, wie man es richtig macht. Get your thumbnails, guys. Clickbait. Yeah, blood is rushing. What happens here? So blood's being taken out, okay, and then we're going to infuse it with a little bit of sodium citrate to stop it clotting, okay, and then we'll place it on this machine here to spin it. Then we'll infuse the ozone, and then we'll put it back in the body. Wow. It's like a mad scientist. Yeah. How much blood is going on? 150 millilitres. Okay. So yeah, faster, about maybe a bit queasy. No, it's not enough to make a big man like him queasy. Maybe you, Brian. So pressure's on. Just call for camera that. Do you think a weight limit would be better in Yeah. men's physique? 100%. Yeah? Definitely. But it's just, you can't make the mind up because you look at the top 5, we're all completely different sizes, shapes, everything. So it's like, there's just no continuity at all. Yeah. Right, see you later. Try to do a run out now. Yeah. He's scared. Feeling like a newborn. Nein, ich fühle mich gut. Also es war eine richtig gute Erfahrung. Ich glaube auch die nächsten Tage spürt man das und vor allem wichtig ist dann halt, dass die Blutmarker, die wir jetzt genommen haben, die ich aber leider erst ich meckere hier rum, in 24 Stunden kriege, was übel kurz ist. Normal braucht es 3-4 Tage, bis man die Ergebnisse kriegt. Ja, dass ich aber die Werte, die da drin verschoben sein sollten, ins Positive verbessern. Deswegen, ja, ich bin da immer ziemlich hinterher und habe auch ziemlich viel aufgenommen und mit denen geredet, was man da machen kann, was man verbessern kann. Also ist sehr, sehr interessant. Ja, wer dazu mehr erfahren möchte, kann es mal in die Comments schreiben, so generell, ob ihr das auch mal daheim macht oder ob ihr euch auch damit auseinandersetzt. Weil Supplements sind die eine Sache, die sind schon mal basic wichtig, dass man da auf jeden Fall die Sachen drin hat. Also wer mittlerweile keine Omegas, Vitamin D3, K2 und so ein gutes Multi zu sich nimmt, ja, das muss einfach sein, das ist schon Standard. Solche Geschichten sind dann halt einfach Next Level nochmal und ich bin da immer direkt Vorreiter und vorne mit dabei, weil ja, für die Gesundheit kann man nie genug machen. Ja, und dementsprechend haben wir uns jetzt hier die IV-Trips gegönnt. Big Meal for the big boy. What is it? Rice, chicken and broccoli. Exactly that. Wow. Nice. Wir gucken jetzt auch mal, dass wir eine Mahlzeit verhaften. Wir haben es schon mittlerweile 11 Uhr. Und dann gibt es ein Meal und dann gehen wir endlich wieder trainieren, Alter. Schultern werden geballert, ich freue mich drauf. Ich habe ein kleines Geschenk bekommen, weil Blutdruck wichtig den Blutdruck zu messen, gerade in der Off-Season, wenn man schwerer wird. Und das Ding hier verbindet sich direkt auch mit dem Handy. Dann habt ihr alles digital am Start natürlich, Freunde. Muss ich nicht mehr daheim Buch führen. Deswegen, coole Sache auf jeden Fall. ESN-Supplemente. Jetzt, wo du nicht mehr nüchtern sein musst? No way. That's exactly what it is. Alles reingeladen. Und natürlich the good stuff. Pre-Workout. Let's do this. Ich dachte, es gibt keinen räudigeren Zugang als zum Bunker in Berlin, aber ich habe ihn gefunden. Aber jetzt habe ich richtig Bock, Alter, denn es wurde gerade das Nandos Huhn verhaftet, das Piri Piri Chicken. Und jetzt werden auf jeden Fall die Dells auseinandergenommen. Digga, das Studio ist abartig lang. What a nice gym, ey. Awesome. Getting excited. Yeah, fuck. Yeah. So, where you get the prime machines from, huh? Yeah, well, yeah. Yeah. It's hard to get. Yeah.
So, what do you say? Yeah, bang average. needs more sweep. More sweep. Do you have 1 year where you was blowing up? Yeah. Which one was it? 2013 was when it went from being a plumber. 13, wow. 2013. That's where I started to tread. Was it? Yeah. Fucking hell, that's bad, isn't it? Yeah, that was when it all changed for me, from when I was a plumber to being full-time sponsored. Nice. I'm What's about right now? How is your weight improving every year? Or like, is it still the same like the other? No, years? it goes up. Yeah. But for me, I get so obsessed with dieting, like getting as shredded as I can, because that's all I'm known for. And I'm never going to be known for being the biggest guy on stage. So, same here. Yeah. So I just focus on condition. So I maybe sacrifice a bit too much muscle. Really, I could probably hold a bit more. Yeah, but I know how you feel. Condition, I like that, love it. Yeah. Aesthetics, bro. Mal warm machen, nachdem man 3 Tage nicht trainiert hat, Alter. Ich wollte gerade sagen, Warm-up nicht vergessen, Männer. Fühlt sich ganz komisch an, Freunde. Aber ich bin gespannt, wie er trainiert. Ryan hat auf jeden Fall immer schön hohes Volumen im Training drin. Und ja, ich bin ja immer, wer die Videos von mir verfolgt und weiß, wenn ich mit William trainiere, mit Chris, mit allen Leuten, mit denen ich so trainiere, sage ich immer, die sollen das Training vorgeben, weil ich weiß, wie ich trainiere und ich kann ja immer was Neues lernen. Deswegen mal gucken, was dort abgeht. Wann das letzte Mal, als du sowas gemacht hast? Erst letztens. Echt? Ja. Effortless. I did one CrossFit session with a friend 2 weeks ago. It was killing me. We did like the assault bike, this stuff, and deadlifts. Fuck yeah. Let's go. Up. Let's go. Come on. 6. Come on. 2 to 5. We got this. 2 to 5. Let's drive. Come on. Easy. 1 to 5. Straight through the shoulders. Easy. Now we work. Let's go. Come on. 3 more. Come on. 2 more. Last one. Good. Come on. Up. And again. Drive. Nice. Up. Okay. Oh. Solid. Nice, mate. Nando's pump. Is it the chicken? The peri chicken. And the IV over here. That's the IV pump. That's that chicken butterfly. Still sprayed after all the shitty meals. Super geil, mal wieder zu trainieren. Mal wieder, Alter. Andere machen 3 Wochen Pause, ich 3 Tage und kotz ab. Aber direkt kranken Pump durch die ganzen Cheats, was ich mir jetzt gegönnt habe. Asozial. Oh, you. Bash. Yes. Drive. Keep going. Don't stop. Pulsate. Keep going. Keep going. Drive. Nice, dude. Woo! Nice, mate. Perfect. Kalecinski Drop Set. Hintere Schulter. Reverse Pec Deck. See that? Sheesh. Now I know why he's doing shrugs. It's getting serious when the head is spinning. 5 small ones, yes. Yeah, come on, pump it up. Yes. 3, come on. Last one. Good. Nice. It's a good session. I think I'm gonna add some triceps afterwards. Yeah. Because I saw some sick
exercises here. We'll be on that one. I need to try. I spend the rest of the day in here until tomorrow morning, and then I fly back to Germany. 6 a.m. I'm out of here. You've got a lot of film. Yeah, Content for the next month. Let's go. 3, 2, come on. And last one. Come on. I make sure he gets everything out. I get everything out of him because he needs to be fit for summer, for the festival season in 6 weeks. Yeah. Because when I started with my oldest brother, we didn't know how to train, and he did the full stack and then dropped just one plate until nothing was there. We did like 20 drops, and I remember that, so I called them Kalicinski drops, when it's more than 1 or 2 drops. We ain't doing 20 drops. Yeah. Let's go, brother. Push. Come on. Yes. All the way, come on. Hey. 7, 8, stay with me. Yeah. I'm here. Up. Come on. Hey. I got you. Come. Up. Good. Oh, yeah. Let's work. Come on. Yes. Drive. Come on, Urs. Dig in. Yeah. And again. Up. Good. Long way down. Slow. Good, man. Hast du das allgemeine Gefühl jetzt Off-Season-Training? Fühlt sich voll komisch an, weil man halt immer stärker wird. Eigentlich immer einen krassen Pump hat, so, weil du ja immer Nährstoffe und so drin hast. Deswegen, aber auch geil, weil ich habe das so lange nicht. Und du weißt halt jetzt, jedes Training verändert sich zwar nicht viel von der Form oder so, aber du weißt halt, okay, du baust jetzt gerade auf und es wird dann wieder krass aussehen, wenn du runterschwemmst. Nice. Boah, Junge. So I'll be honest with you, I started training when I was 14 and it was body issues, self-confidence. It was just a way of me trying to build self-confidence by sculpting my physique. My stepdad was a super heavyweight British champion bodybuilder, so that's all I ever knew really, was competitive bodybuilding. So that's how I got into it. So the best abs in the world. I always admired Ryan's abs and Lazar Angelov's abs. Yeah, that's it. That's always one of mine. Those are the best. Flat as anything, isn't it though? I like flat looks. Definitely. It's awesome. It's a bodybuilder here. I lost so much. Yeah. You have so much quality. Schulter, Trizeps haben einen Tag mit drin. Deswegen immer und überall wird der Plan eingehalten. Crap out. Good. Yeah, you've got it. You've got it. You've got it. You've got it. Woo. Come on.
Freunde. Yeah, no. German is the ugly sounding language at all. It's always so rude. I'm just going to nod and smile when you speak in German. You need to say Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Yeah. It sounds pretty good. Yeah, sounds good. Freunde, wir sind raus für heute auf jeden Fall. Wir haben ein Full Day of Ryan Terrier halb beendet. Denn jetzt geht es noch weiter, wir gehen zurück zu der Klinik. Dort geht es weiter mit dem Herz, was untersucht wird, den Organen und so. Aber wir hatten eine geile Schultereinheit. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Er muss jetzt weiter, denn er ist auf Vorbereitung im Prep. Und ja, wir schauen jetzt erstmal, dass wir ein bisschen Cardio machen, dann was zu fressen holen. Ja, ich bedanke mich bei dir. It was awesome. Yeah, I just talked shit about you. Hopefully that was quite nice. Okay, guys, we're out of here. Take care.